herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Laura und ich freue mich, dass du hier heute dir die Zeit nimmst, dieser Folge zu lauschen. Und heute soll es darum gehen, warum du vielleicht ab und zu das Gefühl hast, dass du an manchen Tagen mehr isst und an anderen Tagen wieder weniger. Und was dahinter steckt und wie du damit umgehst und warum es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn du eben richtig damit umgehst. Und jetzt zuerst einmal, was meine ich eigentlich damit, wenn ich von unregelmäßigem Essen spreche? Ich spreche davon, dass wir ab und zu einfach das Gefühl haben, viel zu viel gegessen zu haben und uns fast schon so fühlen, als hätten wir uns überessen oder gar Heißhunger zu haben. Und an manchen Tagen haben wir dann einfach wieder weniger Appetit und haben das Gefühl, es fällt uns total leicht, einfach wenig zu essen. Und um gleich mal ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen, es ist tatsächlich oftmals halb so wild und es ist einfach das Beste, nicht in diesen Perfektionismus verfallen zu wollen und kein perfektes Essverhalten anzustreben, weil das gibt es eigentlich im Grunde gar nicht. Denn jeder Mensch, auch ein natürlich schlanker Mensch, der noch nie in seinem Leben eine Diät gemacht hat, wird nicht jeden Tag dieselbe Menge an Kalorien essen. Und der wird nicht jeden Tag dasselbe essen und dieselben Portionen und nicht jeden Tag denselben Appetit haben. Und ich glaube, du weißt, was ich meine. Und das ist einfach Fakt. Das ist einfach so. Und dein Körper verbraucht nicht jeden Tag dieselbe Menge an Kalorien und er braucht auch nicht jeden Tag dieselben Nährstoffe. Und auch wenn du jetzt sagst, dass dein Alltag eigentlich immer ziemlich identisch aussieht, selbst dann braucht dein Körper nicht jeden Tag dieselbe Menge an Kalorien. Und das, was dein Körper benötigt, unabhängig davon, ob du an einem Tag jetzt Sport gemacht hast oder nicht, hängt noch von so vielen weiteren Dingen ab, wie zum Beispiel, gerade bei uns Frauen von den Hormonen oder damit, wie du geschlafen hast, ob du gestresst bist, ob es warm draußen ist oder kalt, ob die Sonne scheint, ob es grau ist, wie sehr du dich geistig anstrengen musst und so weiter. Es gibt wirklich so viele Faktoren, die damit reinspielen, wie viel Kalorien oder wie viel Energie dein Körper braucht und auch welche Nährstoffe er eben braucht. Und es ist also gar nicht so erstrebenswert, jeden Tag dieselbe Anzahl an Kalorien essen zu wollen. Und das wäre einfach nur unrealistisch und ist auch nicht unbedingt das Richtige für deinen Körper. Es gibt allerdings verschiedene Stufen von unregelmäßigem Essen. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, gibt es kaum Menschen, die immer exakt dasselbe essen. Zumindest nicht auf natürliche Art und Weise. Und selbst sehr natürlich schlanke Menschen essen manchmal unabsichtlich recht wenig, weil sie einfach weniger Appetit haben oder einfach viel zu tun haben und beschäftigt sind. Und dann an anderen Tagen essen sie wieder mehr. Nur, dass es ihnen vermutlich gar nicht wirklich auffällt, weil sie dem Essen überhaupt nicht so eine große Aufmerksamkeit schenken, wie die Menschen, die abnehmen wollen oder die, ich sage einfach mal, ein angespanntes Verhältnis zum Essen haben. Und ich möchte jetzt nochmal sagen, dass ich hier nicht davon spreche, dass es ganz normal ist, dass du ab und zu, oder dass es, dass es ganz normal ist, dass du ab und zu mehr Appetit hast und manchmal weniger Appetit hast und dass du manchmal an manchen Tagen mehr isst und an anderen weniger. Was ich aber nicht damit meine ist, wenn du dich an manchen Tagen absichtlich versuchst, extrem einzuschränken und versuchst, deinen Hunger zu ignorieren und dann am nächsten Tag so viel isst, dass dir fast der Bauch platzt. Das meine ich nicht, das ist nicht normal und das ist auch nicht natürlich. Und aber selbst dazu kann ich selber gleich nochmal was sagen. Bei mir war es nämlich so, dass ich, als mein Essverhalten sich nach und nach wieder normalisiert hat, dass ich immer ab und zu das Gefühl hatte, dass ich immer wieder Tage hatte, an denen ich viel zu viel gegessen habe. Und oft haben sich dann bei mir wieder diese negativen Gedanken gemeldet. Und ich dachte mir dann, dass ich vielleicht doch nicht alles im Griff habe oder doch noch nicht alles im Griff habe und dass ich mich doch immer wieder noch überessen muss und dass es vielleicht einfach nie aufhören wird und ich mir immer Gedanken über mein Essverhalten machen werde. Und was mich dann aber einfach super interessiert hat, war, wie viel ich denn eigentlich so esse, wenn ich mich meiner Meinung nach überessen habe.
Und daher habe ich einfach mal ganz ohne Wertung eine Zeit lang meine Kalorien gezählt. Und ich wollte einfach mal wissen, wie viel ich esse. Was mir dabei aber wirklich besonders wichtig war, dass ich bewusst genauso esse, wie ich eben zu diesem Zeitpunkt auch normal gegessen hätte. Und ich habe also wirklich versucht, mich nicht von dem Kalorienzählen in irgendeine Richtung hinleiten zu lassen. Weder dazu, mehr zu essen, noch dazu, weniger zu essen oder mich von irgendwelchen alten Diätgedanken beeinflussen zu lassen. Und vor allem nicht dazu, mich, nachdem ich mal wieder mehr gegessen hatte, bewusst einzuschränken. Das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich so essen, wie ich sonst auch gegessen hätte und einfach wissen, ob dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich überessen habe, ob ich wirklich viel gegessen habe oder ob das einfach nur in meinem Kopf war oder ob ich das einfach dann falsch eingeschätzt habe. Und genau, dann habe ich eben über mehrere Wochen meine Kalorien gezählt. Und das Erstaunliche war, dass ich, obwohl ich eben zu manchen Zeiten das Gefühl hatte, dass ich extrem unregelmäßig esse, sei es, dass ich abends extrem viel gegessen habe, weil ich einfach abends so einen Hunger hatte oder so einen Appetit, oder dass ich mal einen Tag ziemlich viel rumgegessen habe, sehr viel zwischendurch. Das Erstaunliche war, dass ich über die Woche gesehen immer circa dieselbe Anzahl an Kalorien gegessen habe, dass sich das immer wieder ausgeglichen hat, obwohl ich doch dachte, dass ich hin und wieder einfach wieder viel zu viel gegessen habe. Und was mich außerdem erstaunt hat, war, dass ich ganz oft an dem Tag, bevor ich eben mehr diesen Drang zu essen hatte oder einfach mehr gegessen habe, dass ich dann die Tage davor einfach unabsichtlich aus irgendeinem Grund auch immer, weil ich beschäftigt war, weil ich einfach viel unterwegs war, dass ich einfach ganz unabsichtlich weniger gegessen hatte und dann an dem einen Tag einfach wieder mehr gegessen habe und sich das einfach nur ausgeglichen hat, dass ich dann wieder auf meine normalen Kalorien kam. Und der Tag, wo ich das Gefühl hatte, ich habe mich überessen und das war jetzt wieder viel zu viel, dass der Tag sich gar nicht negativ auf meine wöchentliche Kalorienbilanz ausgewirkt hat, sondern tatsächlich nur wieder ein Ausgleich für die Tage war, an denen ich ganz unabsichtlich weniger gegessen habe. Und auch wenn ich mal ohne Grund an einem Tag mehr gegessen habe, weil es einen bestimmten Anlass gab, weil ich irgendwie auf einem Geburtstag war oder was auch immer, dann hat mein Körper witzigerweise oder erstaunlicherweise ganz von selbst, oder wie es eigentlich auch sein sollte, hat mein Körper automatisch am nächsten Tag weniger Nahrung verlangt. Und ich habe automatisch weniger Appetit gehabt. Und früher, als ich mich noch sehr von meinem Essverhalten habe stressen lassen, hätte ich dann vermutlich genau an diesem Tag, an dem ich der Meinung gewesen wäre, dass ich zu viel gegessen habe, noch mehr gegessen, weil ich mir gedacht hätte, jetzt ist auch schon alles egal und ich schaffe es ja sowieso nicht und ich habe sowieso schon zu viel gegessen. Und das ist ja letztlich das Problem. Wir fangen dann an oder es startet dann dieser negative Gedankenkreislauf in unserem Kopf, der dann sagt, es ist alles vorbei, es ist sowieso schon alles egal, dass wir dann doch mehr essen, als wir eigentlich gegessen hätten. Und genau, ich hätte mir dann früher wahrscheinlich auch an dem folgenden Tag fest vorgenommen, dann am nächsten Tag eben eine neue Diät anzufangen oder mich besonders einzuschränken oder besonders viel Sport zu machen. Und oft war ich dann einfach so verbittert und habe so krampfhaft am nächsten Tag versucht, das Ganze wieder gut zu machen oder rückgängig zu machen, dass ich mich oft schon, wenn ich einen kleinen Mini-Bissen von dem falschen Nahrungsmittel gegessen habe, dass ich dann schon wieder meinen Plan über Bord geworfen habe und mich dann doch wieder überessen habe und viel mehr gegessen habe und zu ungesunden Lebensmitteln gegriffen habe, weil ich mir dann schon wieder gedacht habe, Mann, ich schaff's ja nicht und ich bin so schlecht und was weiß ich was. Und der Punkt ist doch einfach, wenn ich esse zu viel
oder was eigentlich ja auch das Ziel sein sollte. Wenn wir zu viel essen, es ist total normal, dass unser Körper einfach mal nach mehr Essen verlangt. Aber es ist nicht normal, dass wir anfangen, in unserem Kopf das zu zerdenken und so negativ zu sehen und dann infolgedessen einfach noch weiter essen. Und das Einzige, wozu das führt, diese negativen Gedanken, ist, dass es einfach ein reiner Stress für dich selbst ist, dass du dir einfach selber diese negativen Gedanken machst. Und bei mir zum Beispiel, ich dann eben an diesem Tag, an dem ich das Gefühl hatte, dass ich zu viel gegessen habe, dass ich dann eben durch die Gedanken, jetzt ist es auch schon egal, einfach mehr gegessen habe. Rückblickend jetzt, als ich meine Kalorien dann irgendwann mal gezählt habe, ist mir ja dann aufgefallen, dass ich eigentlich gar nicht zu viel gegessen habe, sondern dass mein Körper einfach nur einen Ausgleich geschaffen hat, weil ich davor weniger gegessen habe, ganz unbewusst. Und ich habe dann eben früher auch mit voller Kraft versucht, am nächsten Tag möglichst wenig zu essen, was dann eben in den meisten Fällen genau in dem Gegenteil ausgeartet ist. Und was mir aber aufgefallen ist, dass wenn ich dem Ganzen gar nicht so eine große Beachtung schenke, dass mein Körper von alleine am nächsten Tag gar nicht so viel verlangt, weil er ja ausreichend Energie hat. Wenn ich aber morgens aufstehe und schon so krampfhaft mir versuche, alles zu verbieten, dass es dann einfach in so eine Negativspirale reingerät und es mir viel schwerer fällt, dann gesünder zu essen, obwohl mein Körper ja eigentlich von sich aus gar nicht oder gar nicht so viel Essen braucht oder gar nicht so viel Essen verlangt. Und was mir eben aufgefallen ist, nachdem ich angefangen habe, mein Essverhalten wieder entspannter zu sehen, dass mein Körper einfach alles regelt. Der Körper regelt dein Essverhalten und sonst würden doch auch die ganzen anderen Menschen nicht immer mehr oder weniger bei ihrem Gewicht bleiben. Sonst müsste ja jeder seine Kalorien tracken oder eine bestimmte Diät halten. Und der Körper ist doch dafür da, dass er das Gewicht hält, bei dem er sich wohlfühlt, wo er gesund ist, wo er fit ist. Und dass wir nicht die ganze Zeit uns Gedanken darüber machen müssen, was wir essen oder was wir nicht essen. Und dass immer, wenn du mal eine Zeit weniger isst, dass du dann sehr wahrscheinlich in den kommenden Tagen einfach mehr Appetit haben wirst. Oder dass, wenn du mal ein paar Tage über die Stränge schlägst, dass du dann auch automatisch in den nächsten Tagen weniger das Bedürfnis haben wirst, viel zu essen oder einfach mal eher das Bedürfnis hast nach einem Salat oder viel Gemüse. Und die Frage, warum das früher eben bei mir nicht funktioniert hat und vielleicht auch bei dir nicht funktioniert, ist, dass wir einfach immer versuchen, das Ganze mit dem Kopf zu steuern. Und ich zum Beispiel, ich wollte mit voller Kraft gegen meinen Körper ankämpfen und habe mir in meinem Kopf gedacht, was ich essen muss. Und es hat aber einfach nicht funktioniert. Und ich wollte auf möglichst viel verzichten, bis mir mein Körper dann so starke Signale gesendet hat, dass ich mich dann wieder überessen habe. Und in den Phasen, in denen ich dann viel gegessen habe und meiner Meinung nach zu viel gegessen habe, dann kamen die negativen Gedanken. Die Gedanken, die mich dann noch mehr essen lassen haben, die mich dann zu Hause sitzen lassen haben und mich noch eine Pizza bestellen lassen haben, anstatt einfach zu sagen, hey, heute hast du ein bisschen zu viel gefrühstückt, aber hey, kein Problem, lass trotzdem irgendwie was aus dem Tag machen. Und früher war es für mich ein halber Weltuntergang, wenn ich mich zu voll gefühlt habe und wenn ich das Gefühl hatte, zu viel gegessen zu haben. Und das, Sinnlose daran oder so sinnlos es vielleicht auch klingt, es hat ja dann immer dazu geführt, dass ich noch mehr gegessen habe, weil ich mich so geärgert habe, weil ich mich so hoffnungslos gefühlt habe. Und heute weiß ich, dass egal was ich esse oder wie viel ich gegessen habe, dass mein Körper das Ganze immer automatisch regeln wird und dass er automatisch wieder die Balance herstellen wird. Und ich möchte nur noch mal kurz dazu sagen,
dass das natürlich nicht funktioniert, wenn du dich durchgehend von Burgern, Fertigprodukten, Süßigkeiten und so weiter ernährst. Und wenn du deinen Körper so sehr an eine ungesunde Ernährung gewöhnt hast, dass du nicht mehr das natürliche Bedürfnis ab und zu mal nach, wenn du zu viel ungesunde Gerichte gegessen hast, dass du dann wieder das Bedürfnis nach Salat oder Gemüse hast. Wenn du das wirklich nicht mehr hast, weil du deinen Körper so daran gewöhnt hast, dass er diese ungesunden Sachen die ganze Zeit kriegt, dann solltest du zunächst erstmal daran arbeiten, deine Ernährung Schritt für Schritt ein wenig gesünder zu gestalten und deinen Körper wieder dahin heranzuerziehen, kann man fast sagen, dass er sich wieder an eine gesündere Ernährung gewöhnt. Denn der Körper gewöhnt sich eben, wie schon gesagt, an diese ungesunde Ernährung. Und wenn du ihm über Jahre nur ungesundes Essen gegeben hast, dann wird er auch erstmal das verlangen. Und das ist fast schon wie eine Sucht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn du dich wirklich nur von ungesunden, Fertigprodukten und Süßigkeiten ernährst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dein Körper das nicht automatisch regeln wird und dass er nicht die Balance herstellen wird. Also das alles, also dieses ganze Thema gerade basiert darauf, dass du eine ausgewogene Ernährung hast oder anstrebst. Was nicht heißt, dass du nie was Süßes essen darfst, dass du nie irgendwie eine Pizza oder einen Burger essen darfst, überhaupt nicht. Aber dass du eben auch ausreichend Obst und Gemüse isst und darauf achtest, dass deine Ernährung ausgewogen ist und eben nicht nur von Fertigprodukten und Süßigkeiten oder aus Fertigprodukten und Süßigkeiten besteht. Und zurück zum Thema der Folge. Versuch einfach mal den ganzen Stress aus deinem Essverhalten ein bisschen rauszunehmen. Und das heißt natürlich nicht, dass du jetzt absichtlich dich überessen sollst. Aber wenn du dich mal überessen hast, dann versuch dir klarzumachen, dass dein Körper einen Ausgleich dafür schaffen wird. Und dass das Einzige, was diese Balance durcheinander bringt, die dein Körper von sich aus, von Haus aus schaffen würde, dass das deine Gedanken sind, die dir dann zum Beispiel sagen, dass es jetzt auch schon egal ist. Denn dann isst du ja noch mal mehr als das, was du eigentlich gegessen hättest. Aber sonst, wenn du einfach ab und zu mehr isst und dann wieder weniger, was dir vielleicht gar nicht so richtig auffällt, dann ist es ganz, ganz oft der Fall, wie es bei mir auch war, dass du unterm Strich immer wieder auf die gleiche Gesamtsumme an Kalorien kommst und dass es gar nicht solche Extreme sind, wie du vielleicht denkst, dass es sich vielleicht für dich so anfühlt, weil du vielleicht in der Früh nicht wirklich viel gegessen hast oder eben die letzten Tage. Und versuch das Ganze, wie gesagt, einfach mal ein bisschen entspannter zu sehen, denn es wird dein Leben lang immer wieder Tage geben, an denen du mehr isst, oder es wird Anlässe geben, an denen du einfach mehr isst. Und wenn du anfängst, deinem Körper zu vertrauen, dann wird er diese ganzen, ich sag mal, Probleme oder diese Up and Downs von deinem Essverhalten selbst ausgleichen. Und übrigens hatte ich tatsächlich auch mal eine Zeit getrackt, als ich wirklich immer wieder extremen Heißhunger hatte und tatsächlich extrem viel gegessen habe. Und interessanterweise war es selbst da genau so. Ich hatte dann 2-3 Tage kaum was gegessen und dann hatte ich so starken Heißhunger, den ich dann auch wieder getrackt habe. Also ich habe wirklich alles zusammengerechnet. Und selbst da, obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich an diesem einen Tag irgendwie fast die ganze Welt gegessen hätte, dass ich dann unterm Strich in dieser ganzen Woche wieder genau auf die gleiche Kalorienbilanz kam. Und das fand ich echt, also es hat mich tatsächlich sehr erstaunt. Und oft ist es bei mir auch immer noch so, dass ich morgens relativ lange kaum was esse, weil ich einfach beschäftigt bin und dann abends mehr esse. Und es fühlt sich dann oft so an, als hätte ich mich abends vielleicht sogar ein bisschen überessen. Und wenn ich dann aber so ein bisschen
versuche, die Kalorien zu überschlagen, dann merke ich, dass ich ungefähr auf genau dasselbe komme, wie wenn ich den ganzen Tag verteilt ausgeglichen gegessen hätte. Was jetzt gesünder ist, sei mal dahingestellt, aber der Punkt ist jetzt einfach nur, dass ich mich nicht mit Absicht versuche, morgens einzuschränken und dann überesse, sondern dass ich einfach da nicht an das Essen denke, wenn ich beschäftigt bin und dann eben genauso viel esse, wie mein Körper eben danach braucht. Und genau das ist auch der Grund, warum ich mich inzwischen nicht mehr mit diesen negativen Gedanken beschäftigen muss, die mir dann sagen, dass ich jetzt doch schon viel zu viel gegessen habe und jetzt noch ein zweites Stück Kuchen esse und das Eis und was weiß ich was, sondern dass es für mich total okay ist, weil ich weiß, dass mein Körper das alles für mich regelt. Und vielleicht kann es auch für dich mal ganz interessant sein, dass du das Ganze mal ein bisschen hinterfragst. Und vielleicht ist es auch bei dir so, dass du vielleicht den ganzen Tag sehr wenig isst oder unter der Woche, weil du eben beschäftigt bist und dann am Wochenende isst du mehr oder abends isst du mehr und du hast dann vielleicht das Gefühl, dass du dich immer extrem überisst, aber vielleicht ist es gar nicht so viel. Vielleicht ist es unterm Strich genau das, was du brauchst. Und wenn du dich aber damit so schlecht fühlst und einfach nicht mit diesem Völlegefühl klarkommst und sich dann eben diese negativen Gedanken überkommen, die dann eben dazu führen, dass du dich dann extrem überisst, dann würde ich dir einfach auch mal raten, dass du dein Essen vielleicht einfach mal ein bisschen besser planst, dass du es ein bisschen besser aufteilst, dass du einfach mal ein bisschen mehr Struktur reinbekommst, aber unterm Strich versuch einfach das Ganze entspannter zu sehen, denn dein Körper regelt das alles für dich. Und genau, wenn das Thema Essen für dich relativ negativ behaftet ist, dann ist es für dich vermutlich einfach einfacher, dass du, wie schon gesagt, das Essen einfach ein bisschen planst, damit du dann nicht auf einmal so viel isst, weil das eben dann wieder diese negativen Gedanken hervorrufen kann. Und vor allem, wenn du abnehmen willst oder auch aus gesundheitlichen Gründen abnehmen musst, dann würde ich dir auch einfach raten, dass du schaust, dass du anstatt dass du versuchst, möglichst wenig zu essen, einfach gesündere Lebensmittel wählst. Denn wenn du versuchst, möglichst wenig zu essen, dann wird dir dein Körper wieder diese Signale senden, dass du mehr essen musst, was dazu führt, dass du dich überisst. Und wenn du jedoch gesündere Lebensmittel wählst, die dich auch wirklich sättigen, dann schaffst du es auch mit weniger oder wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, deinen Körper trotzdem ausreichend zu versorgen und dann bekommst du diese Signale nicht von deinem Körper gesendet. Und aber unterm Strich versuch das Ganze mal ein bisschen entspannter zu sehen oder hinterfrag das auch mal, denn vielleicht ist es bei dir genauso, wie es bei mir auch eine Zeit lang war, dass du dich gar nicht so extrem überisst, sondern dass du einfach wieder Phasen hast, in denen du dann wieder weniger isst und was eigentlich ganz normal ist. Und nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, ich meine damit nicht, dass du dich absichtlich tagelang einschränkst und dich dann maßlos überisst, sondern einfach, dass du vielleicht bist du an dem Punkt, wo ich damals war, dass du das Gefühl hast, du bist eigentlich schon wieder relativ in deinem natürlichen Essverhalten, aber hast trotzdem das Gefühl, dass du einfach manchmal mehr Appetit hast. Und dann kann ich dir wirklich nur sagen, kein Mensch ist perfekt, kein Mensch isst jeden Tag dieselbe Menge an Kalorien und es ist ganz normal, dass du an manchen Tagen einfach mehr Appetit hast, dass du manchmal abends einfach vielleicht mehr isst, wenn du den Tag über vormittags nicht so viel gegessen hast oder wie auch immer oder die Woche über wenig gegessen hast, dass du am Wochenende vielleicht mehr isst, aber das ist bei mir, ich kann nur sagen, wie es bei mir war, hat es sich unterm Strich immer über die Woche ausgeglichen und das fand ich tatsächlich sehr interessant, dass der Körper dann doch so sehr weiß, wo sein richtiges Gewicht ist. Und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest was daraus mitnehmen. Und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Deine Laura.